Wir sind jetzt hier oben an der Bucht, Playa Larga. Und jetzt beginnt das Problem. Sie, warum? Weil wir durchs große Nichts müssen. Wir wollen von hier ungefähr 400 Kilometer nach da. Da sind gar keine Urlaubsorte. Da ist nicht mal groß irgendwas. Seit gut 4 Wochen fahren Dominik und ich inzwischen über die Insel. Eine so lange Strecke ohne Unterkünfte lag aber noch nie vor uns. Und deshalb versuchen wir es an der Autobahn erstmals mit Trampen. Da hinten ist eine Bushaltestelle, da stehen sehr viele Menschen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns ein bisschen davor. Und jetzt müssen wir die Hand raushalten und hoffen, dass uns irgendjemand mitnimmt. Doch so einfach ist es leider nicht. Denn selbst auf der Autobahn gibt's auf Kuba kaum Verkehr. Und mitnehmen will uns auch niemand. Dann hält schließlich dieser Laster ein bisschen hinter uns. Wir haben's. Vielleicht. Leider nicht. Langsam bekommen wir ein Problem. Wir könnten mit den Rädern zwar theoretisch selbst auf der Autobahn fahren, aber mindestens 200 Kilometer sind es bis zu einer möglichen Unterkunft. Wir wissen beide, das schaffen wir nie und nimmer an einem Tag. Oh Mann, ey, wir stehen hier jetzt seit Stunden und uns nimmt einfach niemand mit. Ich sehe nicht, dass wir hier noch weiterkommen heute und ich sehe auch keine Hotels. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Draußen schlafen ist auf jeden Fall keine Option, zu unsicher. Doch dann haben wir Glück, wieder mal dank einer Zufallsbegegnung. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der eventuell einen Kumpel im Ort hat, der uns eventuell ein bisschen mitnehmen kann für ein paar Euro. Ich würde sagen, wir machen das, wir folgen dem jetzt mal und schauen, wo er uns hinbringt. In dieses Mini-Taxi passen unsere Räder zwar nicht, der Fahrer will aber einen Hänger organisieren. Miguel. Miguel, danke. Lisa. Lisa. Nice to meet you. Miguel erzählt, dass er Englischlehrer war. Von dem Lohn aber konnte er nicht leben. Mick, you need to 400, 500 pesos for a small portion of Mick. Everything is crazy. I'm, for example, my job for teacher, I tell him 1 month, 1,000, no, 2,500. 2,500 pesos, that's nothing. You can do nothing this time. And now you... Now I make a business for here, there. I go make the work in the camping, some construction. The people pay you. Okay. Für 130 Kilometer mit dem Taxi zahlen wir 80 Euro. Das ist auch für uns viel Geld, aber wir sind einfach froh, endlich weiterzukommen. Muchas gracias. Was wird wohl aus Miguel? Wird sein Job auf dem Campingplatz ausreichen? Wenn du nicht für den Tourismus arbeitest, kommst du auf Kuba aktuell kaum über die Runden. Aber was ist, wenn wie in Miguels Stadt die Urlauber wegbleiben? Da merkt man auch wirklich außerhalb der touristischen Region jetzt, ist es eben noch mal was anderes. Da kommen nicht die ganze Zeit Euros oder Dollar als Währung noch rein. Dass er einfach nicht mehr arbeiten kann als Englischlehrer, weil er damit sein Leben nicht finanzieren kann, das ist schon heftig. Viñales is too far for a bike, eh? Ja, it's a little bit... Es muy high. Bis wir wieder in die Berge kommen, wird es aber noch dauern. Nach einer guten Stunde setzt uns der Taxifahrer ab. Weiter will er nicht fahren. Hier in Autobahnnähe gibt es keine Zimmer, sagt er. Aber 30 Kilometer weiter sollen wir unser Glück probieren. Oh, gracias. Eigentlich dürfen wir als ausländische Reisende nur in offiziell beim Staat gemeldeten Zimmern schlafen.
In Batabano kommen wir nur illegal unter, ohne Anmeldung. Unsere Vermieterin möchte deshalb auch nicht gezeigt werden. Also wir sind jetzt einmal hier durch den ganzen Ort geirrt und im letzten Haus sind wir im Hinterzimmer jetzt auch runtergekommen. Da bin ich sehr erleichtert und die Frau hier ist auch sehr, sehr nett. Aber sie hat halt eigentlich auch nichts. Tatsächlich hat sie nicht mal eine Decke für uns. Aber zum Glück haben wir Handtücher dabei, um uns zuzudecken. Und wir sind sehr froh, nicht draußen schlafen zu müssen. Am Morgen freuen wir uns nach einer kurzen Nacht über einen starken Kaffee und ein paar Cracker zum Frühstück. Ein Geschenk unserer Gastgeberin. Ich habe über den Kaffee gerade gefreut, Ja, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und über die Herzlichkeit der Menschen. Ja. Man nimmt auf jeden Fall nichts mehr gerade für gegeben. Selbstverständlich. Ja. Es wird unsere einzige illegale Nacht bleiben. Denn ab jetzt gibt es wieder mehr Unterkünfte. Nach 2 Tagen sind wir wieder auf einer Autobahn. Den Rauch über den Feldern haben wir immer wieder auf unserer Reise gesehen. Auf Kuba werden Stoppelfelder nach der Ernte oft abgebrannt, Asche als Dünger. Das ist auch irgendwie ein komisches Gefühl, hier auf der Autobahn zu fahren, aber das ist eine ganz normale Sache hier auf der schönen Insel. Auf der Autobahn geht es mit den Rädern deutlich schneller voran. Die Straße ist sehr viel besser in Schuss als alle anderen Wege. Vor uns das Vinales-Tal. Gut 500 Höhenmeter geht es rauf und runter. Daran sind wir inzwischen ja gewöhnt. Nur der starke Verkehr ist neu. Das Valle de Vinales ist ein vielbesuchtes Tal. Von Havanna aus ist das Tal gut mit dem Auto zu erreichen. Und die Natur ganz anders als sonst auf Kuba. Überall im Vinales gibt es besondere Felsformationen, die sogenannten Mogoten. Sie sind zum Teil 400 Meter hoch und das Wahrzeichen der Region. Wir haben uns zum Übernachten ein Haus etwas abseits des Ortes gesucht. Nach vielen einfachen Mahlzeiten in den letzten Tagen ist unser Tisch hier voll mit leckeren Sachen. Buenos dias. Gerardo, unser Vermieter, nimmt uns mit zu seiner Farm. Vino un hijo de una hermana, una hija de una hermana y otra hija, todo es familia. Seit Jahrhunderten leben viele Menschen hier vom Tabak- und Kaffeeanbau. Die Plantage ist ein kleiner Familienbetrieb. Es mi finca, mi mamá, mi papá. Aquí es para cocinar, bla bla, y allí es para dormir. Gerardo baut Kaffee und Tabak an. Beides verkauft er direkt vor Ort an Touristen. ¿Cuántos años haces eso? Sí, toda la vida. Gerardo ist jeden Tag hier. Oft kommen Nachbarn zu Besuch. El cubano decimos que es nuestra familia más cercana. Hay mucha ayuda, mucha compenetración. Es muy importante. Y cualquier cosa, vas a cocinar, no tienes sal, o un poquito. Sí, Sí. Ayudar, sí. Se ayuda uno al otro. Gerardo kennt aber auch viele Menschen, die auf Kuba für sich keine Zukunft gesehen haben. No por problemas políticos, por problemas económicos. Porque por problemas políticos quizás una persona, 5, no, es normal, pero la mayoría de los inmigrantes son por problemas económicos. Y que el país tiene muchos problemas ahora, como tiene el mundo. Hier im Vinales ist davon wenig zu spüren. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Touristen für Tagestouren in die Gegend kommen und wenigstens ein bisschen Geld hier lassen.
Die Märkte hier sind anders als in Trinidad tatsächlich gut gefüllt. Die Region vermarktet sich gut. So gut, dass der Tourismus inzwischen das meiste Geld einbringt. Uns zieht es ein bisschen weg vom Trubel. Ganz in der Nähe gibt es das größte Höhlensystem Kubas, Santo Tomas. Über 46 Kilometer dehnt es sich aus. Mit ein bisschen Fantasie kann man hier Figuren in den Tropfsteinen entdecken. After 3 or 4 mojitos, more ideas and more imagination. Die besonderen Gesteinsformationen wachsen nur etwa 10 mm in 100 Jahren. Wir brechen auf. Richtung La Habana, See. Wir fahren jetzt hier oben entlang. An der Nordküste das erste Genau, Mal. zurück nach Havanna. In Havanna wollen wir unsere Leihfahrräder zurückgeben. Eigentlich ist es nicht mehr weit. Die letzten 200 Kilometer unserer Reise liegen vor uns. Doch mit 35 Grad ist heute einer der heißesten Tage auf unserer Tour. Mein Körper spielt auf einmal einfach nicht mehr mit. Meine Beine tun weh. Ich kann heute einfach nicht mehr. Es geht nicht. So ging es mir noch nie die letzten Wochen. Wirklich. Ich bin an der Grenze heute. Lange weiterfahren kann ich heute nicht mehr. Ich fühle mich einfach komplett ausgebrannt. In der Offline-Karte ist keine Unterkunft verzeichnet, aber der Zufall hilft uns mal wieder. Wir finden eine Farm mit einem Gästehäuschen ganz in der Nähe. Ich glaube, ich war noch nie so froh, irgendwo angekommen zu sein. Und wir haben einen Traum aus Pink hier entdeckt. Das Haus ist pink, unser Zimmer ist pink, alles ist pink. Ich will mich nur noch ausruhen und auf der Veranda sitzen. Da taucht der Sohn der Gastfamilie auf. Hola. Hola. Michael zeigt uns die Farm. Se está poniendo grande. Mira el tallo. Okay, okay. Y tiene veneno. Ah. Muy bien. Cañas. Mira. Cañas. ¿Y qué haces con eso? Esperarla, comerla. Ah, comer. Die Felder gehören zur Farm von Michaels Familie. Michael ist hier nachmittags immer mit seinen Freunden unterwegs. Déjame ver si de estas tiene. ¿Qué es? Almendra. Almendra. Sí. Ah, Con esto mandel. se coge para machucar. Son muy ricas para comer. El ciclón las destruye y no algunas no sirven. Michael kennt hier jede Pflanze. Am liebsten mag er Zuckerrohr. Papa Gustavo muss beim Schälen noch helfen. Pruébala. Enséñale cómo es. Okay, ich glaube, ich soll probieren. Mira. Así mira. No tragar. No tragar. Ah, sí, solo... El jugo. Después que le saques el jugo, mira. Cuando Gute. Michael ist 10 Jahre alt und hat gerade Schulferien. Seine Freunde kommen aus den umliegenden Orten, mit Pferden oder dem Fahrrad. Auch Michael hat ein Fahrrad aus Deutschland. esta alemana también, de Alemania. ¿Por qué tienes un bici de Alemania? Es Aquí se transportan antes. Esta es muy vieja. De las tiendas de Alemania para Cuba. ¿Recuerdas? Antes ya no. Pienso que ya no. Esa es pequeña. Das häufigste Fortbewegungsmittel ist hier auf dem Land aber ohnehin ein anderes. Ein PS heute. Die letzten Wochen hatte ich kein PS. Ich freue mich drauf.
Ne? Was sagst du dazu? Michael und Gustavo haben uns zu einem Ausritt in die Berge eingeladen. Ich kann reiten, Dominik nicht wirklich. Aber die Pferde kennen den Weg ohnehin fast auswendig. Sehr ungewohnt immer auf dem Pferd. Aber es macht Spaß. Also mein Hintern schon. Ich glaube, bei Dominik sieht es ein bisschen anders aus. Dominik schlägt sich tapfer. Und nach 2 Stunden wartet als Belohnung ein kleiner Bergsee. Der ist allerdings so kalt, dass nur Michael sich ins Wasser traut. Una vez al año podemos venir y matamos un cochino, un lechón y hacemos un almuerzo de toda la familia. Ah, okay. Una vez en el año. Porque hay trabajo. Hay mucho trabajo. Ah, okay. Okay. Richtig Wochenende oder freie Tage hat die Familie auf der Farm nie. Und doch haben wir das Gefühl, Gustavo und Maike sind hier glücklich mit ihrem Leben. Ich bin sehr dankbar, dass mein Körper eine Pause gebraucht hat. Denn sonst hätten wir diesen Ort nie entdeckt. Hast ein gutes Leben hier, ne? Gustavo zeigt uns abends den Ertrag seiner Obst- und Gemüsefarm. 10 Hektar Land hat er. Vieles macht Gustavo selbst, nur bei der Ernte helfen Arbeiter. En Cuba la comida no es paga bien, ¿ves? Porque todo es muy caro. Y entonces para poder adquirir, un ejemplo, un televisor, otras cosas que te hagan falta para vivir, no te da. No hay mucho dinero para, No, para esto eso. es poco. Pero te gusta. Sí, me encanta. Sí. Es mi vida. Einfach noch mehr Land bewirtschaften lohnt sich nicht, weil Gustavo dann schnell einen Teil seiner Ernte an den Staat abgeben müsste. Das viel größere Problem für ihn aber sind die Hurricanes. Wenn es für Gustavo richtig schlecht läuft, nehmen sie ihm den Großteil seiner Ernte. Y como es para ti, sabes que quizás hay un ciclón Es como de nuevo. el que va a un juego. Tienes que jugar para ver qué va a pasar. ¿Ves? Okay. Tú juegas, si ganas bien, si no, perdiste. Aquí la finca es igual. Auch bei unserer Reise hätte so einiges schiefgehen können. Stattdessen haben wir Freunde und Eindrücke gewonnen. 2 Tage später kommen wir in unserem Ziel an, Havanna. Das sind die allerletzten paar Kilometer gerade. Das ist surreal. Ja. Havanna, Stadt der Prachtstraßen und Oldtimer. 7 Wochen lang sind wir auf diesen Ort zugeradelt. Wir haben zusammen ein großes Abenteuer gemeistert und Kuba von einer anderen Seite kennengelernt. Auch wenn man ganz sicher einfacher durch ein solches Land reisen kann, für uns hat es sich gelohnt. Ja, wir haben es geschafft. Verrückt. Ich bin stolz. Ich bin richtig stolz, dass wir heile wieder angekommen sind. Wirklich. Und glücklich. Ja. Aber ich fühle mich auch so ein bisschen unvollständig jetzt ohne das Fahrrad. Ja, man Irgendwie, fühlt es sich fehlt so. was. Es fehlt ein Körperteil. Ich gucke die ganze Zeit auch nach dem Fahrrad. Ja. Aber es ist irgendwie, es ist weg. Das ist alles, was wir noch haben. Ja.